Hallo World Wrestling Federation Champion Fans. Wow, das habe ich mal erstmal auf den Hintern gesagt. Willkommen zurück zu Hardcore Showdown Wrestling Legend of Fame, was natürlich die alten Generationen der WWF Superstars natürlich hier zeigen wird und natürlich präsentiert in unserer HSW Show und zu der PWE New Blood Wrestling, die natürlich hier heute beginnt mit Legend of Fame und natürlich die anderen drei Shows danach kommen wird. Nun, jetzt haben wir natürlich ein spannendes Tag Team Match in der Hinsicht, wo es natürlich um die Tag Team Federation Champion Gürtel geht. Yokozuna und Crash mit Mr. Fuji. Wir müssen sich mal jetzt da in diesem Match verteidigen gegen niemand anders als die schwersten der schwersten, gegen die National Disaster, Earthquake und Typhoon. Sicherlich wird es jetzt ein sehr fettiges Match und natürlich sehr viel fettisches, actionreiches, fettisches, totales, fettisches und natürlich mehr fettisches zu sehen ist. Ich hoffe, das war nicht zu viel fettisches. Nun, also, da sagen wir mal viel Vergnügen mit diesem spannenden, besonderen, harten Match in der Hinsicht. Wir hoffentlich habt ihr hier besonders viel Spaß und wir begrüßen natürlich mit Mean Gene die ersten Teilnehmer in diesem Match, nicht wahr? Ja, und da begrüßen wir natürlich niemand anders als die schwersten der schwersten. Und natürlich nach Yokozuna. Hier kommt die National Disasters, Earthquake und Typhoon. Tja, da sind diese schwergewichtigen Superstars in der Wrestling Federation Generation in der Vergangenheit, die mehrfache Jahre Champions wurden oder waren und natürlich den Gürtel jetzt wieder zurückhaben wollen in dieser Hinsicht. Nun, das war natürlich die Herausforderer, aber jetzt kommen wir zu den Titelverteidiger. Und daher begrüßen wir niemand anders als Crash, Yokozuna und Mr. Fuji, die World Wrestling Federation Tag Team Champions. Nicht wahr, Jim? Ja, begrüßen wir sie mit herzlichem Applaus und sagen wir viel Vergnügen mit diesen Eintrittsmusik.
Tja, das wird sicherlich ein spannendes Match, wo natürlich World Wrestling Federation Tag Team Champion eine wichtige Rolle ist für beide Wrestling Tag Team natürlich hier im Gange ist. Besonders da jeder von ihnen, sagt man, sicherlich diesen Gürtel haben wollen bzw. gewinnen wollen, ist er natürlich sehr entscheidungsfreudig, wer in diesem Match den Sieg holt. Also das könnte natürlich ein sehr entscheidendes, wichtiges, sehr wichtiges Rolle spielen in der Hinsicht, was wir natürlich hier heute vielleicht irgendwann während des Matches vielleicht noch sehen werden. Also das könnte, naja, was soll man dazu sagen, ein sehr spannendes Duell werden. Nicht wahr? Ja, wie soll man dazu sagen? Das ist natürlich ein sehr interessantes Match. Beide Tag Teams sind natürlich sehr erfahren in sich und haben natürlich viele mitgebracht in diesem Wrestling-Match. Und wir sehen ja auch, wie dieses besondere Match zustande kommt. Besonders als die National Disaster ja häufig schon Titelmatches hatte, konnten sie diesmal durch den Titel, sag mal, Wechsel des früheren Tag Team Champions, also Legion of Doom, wieder ein Match um den Tag Team Gürtel ergangen, was natürlich sicherlich für sie eine sehr freudige Sache ist, da sie ja der erste Tag Team Champion überhaupt waren. Also da ist klar, dass sie sich sehr darüber freuen wollen und natürlich auch hier sicherlich ein spannendes Duell in der Hinsicht haben wollen, um natürlich in diesem Match siegreich zu sein. Ja, das ist wahr. Also freuen wir uns auf ein spannendes Tag Team Match dieser beiden Tag Teams. Jetzt haben wir zu viel Tag Team gesagt, wie wir Tag Team können, oder? Ja, also das war ziemlich sehr sehr viel Gerede über diese beiden Tag Teams und wir sollten aufhören über Tag Teams zu reden, sondern das Match langsam beginnen lassen, damit die Tag Teams ihre Tag Team Gürtel verteidigen oder gewinnen können. Ja. Nun. Oh, Crash will als erster in diesem Match, sag mal, beginnen. Das ist natürlich für Yokozuna vorteilhaft oder beziehungsweise vielleicht auch Nachteil. Kommt die ganze Zeit auf, wie natürlich die Yokozuna und hier die National Disasters hier voranstellen, weil Yokozuna ist der schwerste der drei Männern, also Vierer eigentlich. Und National Disaster wiegen natürlich beide zusammen genauso viel wie Yokozuna, könnte man sagen, oder? Genau. Ding, 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 ding. Tja. Jetzt muss Crash erstmal gegen Typhoon und ob der da mit Kraft, sagt mal, was eine Rolle spielt, das werden wir gleich sehen. Na, es sieht nicht so aus, als könnte Crash gegen Typhoon ganz gut bestehen. Oh, aber das scheint Crash nicht ganz, sag mal, zu stellen. Hier kommt er mit einem Tritt, natürlich sehr raffiniert gemacht und ein Whip-In, um natürlich Typhoon in die Ringsäge und noch ein Clothesline versiegt. Oh, und da kommt natürlich eine heftige Clothesline von Typhoon. Oh, 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 Clothesline hinterher. Oh, 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 da geht natürlich Crash zur Seite, aber da sie natürlich in der Ringecke passiert ist, konnte natürlich Hattrick hier in diesem Match natürlich durch das Abklatschen reinkommen, nachdem Typhoon etwas ausruhen kann. Oh, 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 oh. Oh, Topkick von Crash, oh, der natürlich gut gesessen hat und oh, hier schickt Crash Yokozuna in den Ring und hält den fest. Oh, das könnte jetzt hier total oh, oh, oh. Tja, gute Aktion von Crash. Sag mal, hier Yokozuna in den Start zu holen. Das hat wohl, sag mal, Hattrick, F-Track sehr gut mitgenommen. Oh, 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 oh. Und hier versucht natürlich Yokozuna F-Track erstmal zu Boden zu bringen. Aber das ist natürlich mit dieser Aktion auch nicht gerade möglich. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 Clothesline von F-Track. Der hat natürlich Gesicht. Und was kommt jetzt? Schulterblock. Oh, der natürlich Yokozuna nicht zu Fall bringt. In der Hinsicht. Also da muss sich wohl, glaube ich, F-Track etwas anderes
sag mal, einfallen lassen. Oh, hier kommt natürlich. Oh, jetzt sind die National Disasters voll und ganz auf Yokozuna, sag mal, verziert. Oh, da will Crash wohl hier. Und natürlich sein Tag-Team-Partner. Mr. Future natürlich hier am Start, um natürlich Crash zu unterstützen. Und was wird das jetzt hier? Eine Doppel-Clothesline? Ja, es wird eine Doppel, aber die sitzt nicht ganz. Oh, Fly and Schulterwurf und da fliegt natürlich Yokozuna. Aber Schiedsrichter vermahnt F-Drake, dass er den Ring natürlich verlassen muss. Da ist natürlich ein Limit von jetzt. Und hier kommt ein Legtop von Typhoon und noch ein Legtop. Und natürlich ein Splash. 1, 2 und oh, 2 Count. Da schafft Yokozuna noch aus diesem Pin, sagen wir, zu kommen. Oh, was wird das jetzt? Hier wird Yokozuna, nicht Lex Luger, in die Ecke des gegnerischen Teams, sag mal, geschickt. Oh, hier gab es ein Abklatschen. Oh, das sieht wieder, sag mal, einheitliche Hämmer aus. Oh, gegen Yokozuna. Also das ist wirklich, also, das ist, schätze ich mal, die Rache gegen F-Drake. Na, ich komme nicht mal zwischen die Seile hier. Oh, das war gute Pläsche, sag mal. Oh, das gibt's nicht. Duck nimmt scheinbar jetzt hier und wir sehen, Yokozuna kann Crash abklatschen, nachdem er sich hier erholt hat und holt natürlich hier. Oh, und da kommt Crash mit einem Topkick und noch ein Topkick. Oh, und eine Clothesline und F-Drake landet draußen. Oh, das war natürlich sehr, sehr harte Aktion. Und natürlich muss Typhoon an seinen Tag-Team-Partner nicht hier ran dürfen. Sonst gibt es Ärger mit den Schiedsrichter. 1, 2. Clothesline. Da kommt natürlich Crash mit einer sehr guten Attacke in der Hinsicht. Crash geht wieder in den Ring. 1, 2, 3. Hier macht Mr. Fuji scheinbar Yokozuna etwas munter reden. 4. Und natürlich müssten Yokozuna und Crash diesen Sieg nicht durch Pin erringen. Die können auch durch Disqualifikation. 5. Was wird das denn? Hier geht öffnet. Und da nimmt.
Oh. 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 F-Drake wechselt natürlich voll und ganz. Oh, und geht natürlich, schickt Crash in die Ecke. Oh, da kommt der Hamburger Splash. Oh. 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 Und hier kommt natürlich ein Cover. Und hier geht natürlich Yokozuna. 1, 2, oh. Oh, das war knapp. Da hätte vielleicht Crash, sag mal, total die Niederlage gerungen für sein Tag-Team. Und hier kommt natürlich Yokozuna wieder in den Ring. Oh, hier muss der Schiedsrichter natürlich voll und ganz. Oh, was ist das denn? Da schmeißt Mr. Fuji Typhoon gerade etwas in den Gesicht, so dass er total... Und hier sehen wir natürlich, wie der Schiedsrichter hier Earthquake natürlich in die Ecke. Und wir sehen, Typhoon liegt jetzt in der Ecke. Oh, da kommt der Splash. Und nochmal der Splash von Yokozuna. Und das wird sicherlich interessant. Und hier zieht Yokozuna Crash in die Ecke von natürlich hier seines Team und klatscht ab. F-Track ist natürlich nach außen gegangen. Und der Schiedsrichter hat es scheinbar mitbekommen, dass natürlich Crash mit Yokozuna abgeklatscht hat. Oh! 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 Das ist natürlich sehr heftig. Typhoon hat natürlich hier voll und ganz... Oh! 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 Oh, der Lecktop! Oh. Und noch ein Lecktop! Oh. Der natürlich gut gesessen hat in der Hinsicht. Oh! Oh. 1, 2, 3, ding, 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 ding. Oh, oh, da kommt natürlich F-Drake leider zu spät in der Hinsicht. Typhoon konnte leider nicht aus dem Pin rauskommen. Das ist wirklich etwas, was man hier schwer ermitteln kann. Und die Sieger des Matches sind natürlich die Titelverteidiger. Crash und Yokozuna verteidigen ihren Gürtel in diesem besonderen Match. Also, was für eine große Überraschung wir doch hier erleben in dieser Hinsicht. Tja, was für ein spannendes Duell wir hier erlebt haben zwischen die National Disasters und natürlich die Yokozuna und Crash, die Champions. Nun, Yokozuna und Crash haben ihren Gürtel verteidigt. Natürlich mit der Unterstützung von Mr. Fuji, der Typhoon, scheinbar mit irgendeinem, sag mal, sehr komischen weißen Zeug in dem Gesicht
weit mal abbekommen hat, wo natürlich der Schiedsrichter noch abgelenkt war durch Earthquakes, sag ich mal, rausschicken und hier natürlich sehr leicht konnte mit Crash an seine Ecke ranzuziehen, einpinnen und naja, wie man sieht. Nun, das war sicherlich ein sehr eintöniges Match, aber wir haben gesehen, dass die National Disaster Typhoon die Chancen hatten, diesen Sieg zu sichern, durch Crash natürlich. Aber Yokozuna und Fuji sind natürlich ein sehr raffiniertes Team, was natürlich hier diesen Sieg für sich gebucht haben. Naja, was soll man dazu sagen? Es war sicherlich ein spannendes Duell. Ihr könnt dafür Aufrufe und liken, kommentieren dazu. Wir würden uns natürlich darüber freuen. Also alle Hasbro-Fans da draußen, besonders für WWF-Fans. Also schaut es euch an. Wir machen erstmal eine weitere Pause und kommen nach der Pause zum Single-Match um den WWF Champion-Gürtel. Also das wird sicherlich noch sehr interessant. Also bleiben Sie dabei, bleiben Sie dabei, bleiben Sie dabei. Bei Hardcore Showdown Wrestling, Legend of Fame, New Blood Rising, die BWF Show. Bis gleich.